A. Ich bin Polizistin in einer kleinen Stadt, in Meisenheim. Da kenne ich viele Leute. Das macht die Arbeit manchmal leichter. Man kann besser miteinander reden. Ich muss auch oft in der Nacht arbeiten. Das gehört zu meinem Beruf, aber ich finde es immer anstrengend. Und am Wochenende, da muss ich auch oft arbeiten. Das ist nicht so gut, weil mein Partner immer nur am Wochenende frei hat. Dann fehlt uns die gemeinsame Freizeit. Wir können nichts zusammen machen. Die Menschen brauchen die Polizei, wenn es Probleme gibt. Ich finde es schön, wenn ich helfen und das Problem lösen kann. Das ist aber nicht immer möglich. B. Ich fahre Taxi. Seit fast 20 Jahren bin ich Taxifahrer. Seit 5 Jahren fahre ich nur noch in der Nacht. Das finde ich besser, weil da viel weniger Verkehr in der Stadt ist. Die meisten Kunden wollen einfach nach Hause. Aber manche Kunden erzählen zu viel über private Dinge und Probleme. Das mag ich nicht so gern. Natürlich muss ich auch oft warten. In der Zeit kann ich viel lesen. Aber beim Warten verdiene ich auch kein Geld. Zu viel Warten ist dann ein Problem. Ich fahre in meinem Beruf ca. 80.000 Kilometer pro Jahr. In meiner Freizeit fahre ich nur Auto, wenn es nicht anders geht. Da fahre ich viel lieber mit dem Fahrrad. Da bin ich draußen und bewege mich. Das tut mir gut. 1. Liebe Fahrgäste, wir kommen in wenigen Minuten im Hauptbahnhof München auf Gleis 14 an. Dieser Zug fährt weiter nach Stuttgart. Eine Information für Fahrgäste nach Nürnberg. Der Regionalexpress 4006 nach Nürnberg fährt heute nicht von Gleis 17, sondern von Gleis 24. Vielen Dank. 2. Liebe Fahrgäste, Sie sind im Bus F zum Flughafen. Auf der Strecke gibt es eine Baustelle. Deshalb hält der Bus nicht an den Haltestellen Zoo und Sieberstraße. Wenn Sie zum Zoo oder zur Sieberstraße wollen, steigen Sie an der Haltestelle Neudorf in den Bus M um. Nächste Haltestelle Neuberg West. 3. Sehr geehrte Fahrgäste, wir können Ihnen heute leider keine warmen Gerichte anbieten. Unser Bordrestaurant ist geschlossen. Wir haben technische Probleme. Unser Personal bringt Ihnen aber gerne Tee, Kaffee oder Mineralwasser zu Ihren Plätzen. Sie können bei unserem Personal auch Kuchen, Kekse oder Schokolade kaufen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 4. Eine wichtige Durchsage für alle Fahrgäste nach Köln. Der ICE 1343, planmäßige Abfahrt um 13:47 Uhr, fährt heute nicht. Bitte gehen Sie zu Gleis 12 und nehmen Sie den ICE 1427 um 14:13 Uhr. Achtung, der Regionalzug 134 aus Köln, Ankunft 14:02 Uhr, ist ca. 15 Minuten verspätet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Immer mehr Menschen wechseln ihren Beruf, weil sie müssen oder weil sie wollen. Wir haben mit 4 Personen gesprochen. Frau Lingen, Sie sind Laborantin. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf? Ja, eigentlich schon. Ich arbeite nur Teilzeit, 25 Stunden pro Woche, denn ich habe einen kleinen Sohn. Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Ich arbeite in einem neuen Labor mit netten Kolleginnen. Die Labors sind hell und schön. Manchmal gibt es interessante Aufgaben. Aber viele Tests sind immer gleich. Das ist ein bisschen langweilig. Möchten Sie den Beruf wechseln? Ich glaube schon. Ich möchte später wieder ganztags arbeiten und dann muss die Arbeit interessanter sein. Haben Sie schon eine Idee? Ich habe viele Ideen. Zu viele. Vielen Dank, Frau Lingen. Jetzt spreche ich mit Herrn Graf. Können Sie sich bitte kurz vorstellen, Herr Graf? Also, ich heiße Alex Graf und bin Fahrradkurier. Ist das nicht anstrengend? Ja, man muss schon fit sein, wenn man gut verdienen will. Aber ich mache ja jeden Tag Sport bei meiner Arbeit. Da brauche ich kein extra Training mehr. Wie viele Kilometer fahren Sie an einem Tag?
Zwischen 80 und 100 Kilometer durch die Stadt. Das macht im Jahr so 22.000 Kilometer. Das ist aber viel. Ja, schon. Ich verdiene ja nur gut, wenn ich viele Fahrten mache. Und ich brauche das Geld. Wollen Sie nicht etwas anderes machen? Ja, das fragen mich immer mehr Leute, weil ich schon ein bisschen älter bin. Wenn ich mal keine Lust mehr habe, dann mache ich etwas anderes. Ich habe eine Ausbildung zum Elektriker. Vielleicht arbeite ich wieder in dem Bereich. Aber wann? Das weiß ich nicht. Noch eine letzte Frage. Ist Ihre Arbeit gefährlich? Naja, schon ein bisschen. Es muss ja immer schnell gehen. Aber ich hatte noch keinen schweren Unfall. Toi, 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 dass das so bleibt, Herr Graf. Vielen Dank. Bei mir ist auch Frau Mila Prokopitsch. Was machen Sie beruflich, Frau Prokopitsch? Ich arbeite im Restaurant Adria als Köchin. Haben Sie diesen Beruf gelernt? Ja, aber das ist schon mein zweiter Beruf. Zuerst habe ich eine Lehre als Friseurin gemacht und auch 10 Jahre lang als Friseurin gearbeitet. Aber da habe ich sehr schlecht verdient. Und dann habe ich Köchin gelernt. Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit als Köchin? Ich freue mich, wenn die Gäste einen schönen Abend haben und ihnen das Essen schmeckt. Arbeiten Sie gern in Ihrem Restaurant? Ja, sehr gern. Die Chefin ist nett und die Kolleginnen und Kollegen auch. Wir sind einfach ein gutes Team. Danke, Frau Prokopitsch. Zum Schluss spreche ich noch mit Stefan Richter. Was machen Sie denn beruflich, Herr Richter? Ich bin Lehrer an einer Grundschule. Seit 5 Jahren. Warum sind Sie Lehrer geworden? Ganz einfach. Ich mag Kinder. Ich arbeite sehr gern mit kleinen Kindern. Deshalb bin ich auch an einer Grundschule. Wie lange sind Sie denn täglich in der Schule? Naja, ich muss in der Woche 28 Unterrichtsstunden geben. Und ich muss natürlich Texte korrigieren und den Unterricht vorbereiten. Das mache ich manchmal zu Hause, manchmal in der Schule. Nachmittags gebe ich manchmal auch einen Extrakurs, in diesem Jahr einen Theaterkurs. Ich bin also an einem Tag circa 5 Stunden in der Schule, an anderen Tagen vielleicht 8 Stunden. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Spaß bei Ihrer Arbeit, Herr Richter. Vielen Dank. 1, Frau Hansen muss ihren Kunden bei einem Termin alles erklären. 2, Herr Dahlen fährt mit seinem neuen Auto in diesem Jahr nach Husum. 3, Frau Klemm liebt den warmen Sommer. In den kalten Wintermonaten lebt sie im Süden. 4, Selim fährt mit seinem Freund Achim zu seinem Onkel Hassan nach Aachen. 1, Frau Hansen muss ihren Kunden bei einem Termin alles erklären. 2, Herr Dahlen fährt mit seinem neuen Auto in diesem Jahr nach Husum. 3, Frau Klemm liebt den warmen Sommer. In den kalten Wintermonaten lebt sie im Süden. 4, Selim fährt mit seinem Freund Achim zu seinem Onkel Hassan nach Aachen. 'Gespräch 1.
Firma Köhne, Sie sprechen mit David Achner. Was kann ich für Sie tun? Frau Wenger ist gerade nicht am Platz. Kann ich etwas ausrichten? Ab 2 ist sie bestimmt wieder in ihrem Büro. Aber gern. Also 0224 83 14 12. Und die Durchwahl ist 42 24. Gern, Frau Kuhn. Auf Wiederhören. Gespräch 2. Guten Tag, Buchhandlung Panas, Riemer. Tut mir leid, Herr Felder ist außer Haus. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Okay, er soll Sie morgen zurückrufen. Das richte ich gern aus, Herr Nowak. Firma Scholz, Maria Scholz am Apparat. Guten Tag, hier ist Jeschke. Guten Tag, Herr Jeschke. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mich mit Herrn Mendes verbinden? Tut mir leid. Herr Mendes ist heute außer Haus. Wann ist er denn wieder zu sprechen? Sie können ihn morgen ab 9 Uhr erreichen. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Aber können Sie mir bitte die Durchwahl geben? Ja, gern. Die Durchwahl ist 509. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören.